An den Verlockungen des Lebens führt in Amerika kein Weg vorbei. Es gibt nichts, was es nicht gibt, und das meiste davon trägt einen Superlativ. Das gilt auch für die amerikanische Taille. Das viel, mehr und am meisten aber schlagt sich nicht nur auf die nationalen Bäuche, es schlagt sich auch auf die Gesundheit derer, die sie vor sich hertragen. 60% der amerikanischen Erwachsenen haben Übergewicht. Sie alle kämpfen mit den Problemen des Alltags. Und viele von ihnen kämpfen auch mit den ernsthafteren gesundheitlichen Folgen. Herzschwäche, Diabetes, Gelenksbeschwerden und Atemnot. Und trotzdem erscheint ein Volk einfach unersättlich. I could have 3 Egg McMuffins for breakfast. Maybe in a couple hours a full portion of almond chicken with rice and an egg roll at the Chinese restaurant. Then I could go home and have a full spaghetti dinner. And then maybe about 10 o'clock at night I could polish off a couple medium pizzas. So I could put away some serious groceries. Die Freude am unbändigen Genuss hat eine todernste Seite. 300.000 Menschen bezahlen die krankhafte Liebe zum Essen jährlich mit dem Leben. Die Fettsucht ist auf dem besten Weg, dem Rauchen als Gesundheitsrisiko Nummer 1 den Rang abzulaufen. Gegessen wird rund um die Uhr. Im Gehen, im Sitzen und Liegen, 24 Stunden lang. Aus dem Rundumangebot an Snacks gibt es kein Entkommen. Und damit die Amerikaner den Dollar nicht zweimal umdrehen müssen, gibt es noch mehr, noch billiger. Do you know that in this country, the average person eats 6 French fry meals every week? Now, I don't mind eating one once a week. I have yet to find anyone among my friends who eats more than 1 or 2 a week. So if the average is 6, there are a lot of people out there who are scarfing them down a dozen or more a week. 40% of our meals are eaten out. Mit John Benzhaff hat ein Meister der Anklage der Fastfood-Industrie den Kampf angesagt. Der Anwalt verweist mit Stolz auf seine familiären Wurzeln in Deutschland und hat seine Augen ganz auf die Probleme der Gegenwart gerichtet. Damit hatte Benzhaff schon einmal Erfolg. When I first suggested using legal action against the tobacco industry, everybody laughed and said it would be absolutely impossible to do that. Well, now they're laughing on the other side of their face because we've recovered hundreds of billions of dollars. 30 Jahre später ist die Tabakindustrie nicht nur um Milliarden-Dollar ärmer, sie ist auch mit strengen Auflagen belegt. Abschreckende Hinweise auf Zigarettenpackungen, hohe Steuern auf Tabakprodukte und schlussendlich weniger Raucher haben Benzhaff zum Schreckgespenst für Großkonzerne gemacht. Jetzt nimmt der Anwalt die Lebensmittelindustrie ins Visier. About 6 or 7 years ago, I suggested that states could sue the tobacco industry for the money they cost in extra health care. And basically what the states did was to say, well, heart attacks cost us so many billions of dollars. Tobacco is 48% of that cost. We'll sue them for 48% of that cost. That technique could work with regard to obesity. We might say that heart attacks cost us so many billions of dollars in the state of Texas, Florida, and we estimate that 32% of that is caused by obesity, and sue the fast food companies. Now, if you ask most lawyers today, would that work, they'd say no. And in fact, the very few who were brave enough to bring the suits against the tobacco industry on behalf of tobacco were laughed at. They called them foolish. Today, we call them something else. We call them multimillionaires. Benzhaffs Forderungen, genaue Kalorienangaben und eventuell sogar Warnhinweise. Wenn draufsteht, was drinnen ist, wird Fetthaltiges und Zuckersüßes tendenziell vermieden. Das gilt im Supermarkt, also warum nicht auch bei McDonald's und Co. Allein der Gedanke treibt der gegnerischen Seite die Schweißperlen auf die Stirn. Die Vereinigung für die Freiheit der Konsumenten holt zum Gegenschlag aus, mit einer Werbekampagne, die ins Auge springt. I think most people probably know, no one's going to sit and do an exact calorie count and know, but I think people know when they go into a restaurant and they have that double cheeseburger, they know that they're consuming probably more fat than they probably have for
you know, any other meal. If it's something that they do every day, that's a lifestyle issue, and that lifestyle issue needs to be addressed by the consumer. Hinter der scheinbaren Logik stecken die handfesten Interessen der Lebensmittelindustrie. Der Doppel-Cheeseburger mit extra Speck verkauft sich nun einmal halb so gut, wenn der Käufer weiß, der Fettbedarf für die nächsten 3 Tage ist damit gedeckt. Anders als die Tabakindustrie haben die Lebensmittelkonzerne aber ein schlagendes Argument in der Hand. Essen macht nicht süchtig, es ist eine Notwendigkeit und wer dem zu viel nicht widerstehen kann, muss es eben anderswo wieder loswerden. Dem Ratschlag zum Schwitzen folgen die wenigsten, besonders wenige von denen, die es notwendig haben. Dazu zählen immer mehr auch Kinder. Jessica ist den Verlockungen des Fastfood erlegen. Bevor es zu spät ist, will ihre Mutter den Spieß umdrehen. Heute verlangt das Mädchen nach Äpfeln statt nach Sandwiches. Viele Amerikaner aber laufen noch im Alter dem Lebenstraum vom Schlanksein nach. Viele haben es aufgegeben und noch viel mehr haben nie damit angefangen. Sie sind in den Bequemlichkeiten des Alltags gefangen und dieser Alltag verleitet zu keinem Schritt zu viel. We live in a much more sedentary, leisurely life now than we ever did before with the advances of technology. People are sitting at their desks more, they're working on email more instead of walking down the hall. So people do need to be encouraged to get out and exercise. Dann können sie auch weiter essen, so die Rechnung der Konzerne. Alleine die Appelle greifen nicht. Die Liebe der Amerikaner zum Fastfood ist inniger als die zum Fitnessraum. Aggressive Werbung und verlockende Preise sorgen dafür, dass sie frisch bleibt. Geht es nach John Benzhaff, muss der Sündenfall deshalb teurer werden. Denn nur die Steuer auf den Big Mac macht den Salat attraktiver. And what's the alternative? People keep saying individual responsibility, parental responsibility, education. How are we going to do that? We can't wave a magic wand and make parents more responsible, make individuals more responsible. There's no way we can fund a public education campaign to match a $30 billion campaign selling us these things. And there's no magic wand to make people exercise more. We can't have the government come to your house every day and make you run around the block. Nach den Tabakklagen drohen jetzt also die Fastfood-Klagen. Denn Big ist vielleicht beautiful, aber rund nicht unbedingt gesund. Und der Streit um die Ursachen der Fettsucht ganz sicher ein dickes Geschäft.